Guten Tag Leute, ich zeige euch noch ein Spiel mit meinem Opa-Team. Nachdem ich letztes Mal nach dem letzten Spiel noch Rang 2 war, zeige ich jetzt noch ein Spiel. Nick Infinity, kommt mir bekannt vor. Das spielt der in Goultard+, das ist mein Team ziemlich gut dagegen, glaube ich. Nachdem ich keinen Level 5er oder höher habe. Aber man muss ein bisschen aufpassen gegen Goultard, wenn der versucht irgendwie auf die Einzel zu töten, das kann auch ziemlich blöd sein. Vor allem wenn man ihm schon Schaden gemacht hat und dann wieder Leben regenerieren kann. Aufstellung machen wir wie üblich. Ich überlege gerade, ob man vielleicht was ändern kann. Der Goultard hier. Ne, ich glaube, das ist okay so. Einzig unpraktisch an dieser Aufstellung auf dieser Karte, was ich nicht mag, ist, dass mein Diver kein Geld sammeln kann in der ersten Runde, aber ich habe keine andere sinnvolle Aufstellung gefunden, wo er das machen kann. Vielleicht kann man diese drei hier irgendwie hier hinstellen, aber dann sind die nicht so mittig, habe ich das Gefühl. Weil wenn ich den Diver hier hinstelle, na, muss ich mir irgendwo überlegen. Okay, ja, also. So. Bewegung erstmal. Jetzt der Goultard kann 2, 3, 4. 2, 3, ja. Hier kann ich mich stellen. Der macht mir nicht so viel Schaden. Wenn der Goultard so nah rankommen will, dann kann ich ihn nächste Runde angreifen. Regelrecht können wir auf 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Ja, aber er muss ihm BP geben, dann kann er nicht angreifen, das ist schon mal gut. Dann stelle ich mich auch hier hin. Okay. Da dem Waffen wir RP, wie immer eigentlich, damit der nächste Runde mehr RP hat. Und jetzt die Frage, wo ich den hinstelle, ich will eigentlich nicht, dass er an den rankommt. Vor allem nicht mit allen Angriffen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3. Also muss ich hier hinten stehen. Und die Schaufel machen wir auch noch. Okay. Die Frage ist nur, wo stellen wir die Schaufel hin? Ich glaube, am wenigsten stört sie, wenn ich sie hier hinstelle. Man kann auch nicht mein Quentin so gut angreifen. 5, 6, 1, 2, 3, 4, 6. Dann kann er hier kreuzförmig angreifen. Dann sollte ich mit dem Quentin nur hier hinlaufen. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ah, kann jetzt ja mein Henual für 2 Schaden angreifen. Ja, das war vielleicht nicht ganz so geschickt. Dem hier will ich hier hin. Und mit dem hier laufe ich hier hin dann. Ja, wenn er mit dem Get hier hinkommt zum Kreuz für mich angreifen, wäre das vielleicht gar nicht so dumm von seiner Seite aus. Weil der Get ja wahrscheinlich nicht so viel Schaden durch mich bekommt. Und jetzt, ja. Ja, dachte ich mir. Schau, was es mit dem Goultard macht. Der hat für den was gekauft. Ich dachte, er hat ja was gekauft. Ja, doch, ein Dreier für Ingo. Okay. Schauen wir mal. 11 Leben mit Resistenz. Der ist schwer zu töten. Da müssten schon echt gute Items kommen. Ich glaube, ich greife einfach lieber den Goultard an. Und stelle dann die Schaufel vor ihn oder sowas. 1, 2, 1, 2, 3, 4.
Okay. Ich kann mit dem Diver hier zurück. Ich kann also mit allen eigentlich fast mit allen einen Angriff. Okay, Wasserbuff ist gut. Dann kann ich mit dem hier noch 2 extra Schaden machen. Frage ist, ob ich jemandem Rüstung geben will. Oder 3. Ich habe 9 AP. Ich will kein BP geben. Ne, ich glaube, ich kaufe dann lieber... Da, ich kann nicht beide Items verwenden für den. Dann gebe ich dem mal lieber Rüstung. Einfach damit er nicht stirbt. So, jetzt muss ich mir hier den 3er-Buff erstmal kaufen. Okay, das ist auch ein gutes Item. Vielleicht kaufe ich das einfach mal auf den, auf den hier, bevor er es dann bekommt. Das wäre ziemlich nervig. Dann sammle ich noch eine Münze. Sammle ich noch eine Münze und dann greifen wir kreuzförmig hier an. Und jetzt ist die Frage, wo wir hinlaufen. Ich glaube, ich laufe einfach... Ah ne, hier vor darf ich nicht. Nee. Ich muss irgendwie hier hin. Ah ne, ich kann hier hin. Ich kann hier hin. Ich glaube, hier hin ist am sinnvollsten. Weil ich mit dem Henual hinten rumgehe. Okay. Damit er nicht so leicht mich angreifen kann. Und jetzt mache ich noch den Buff an, das darf ich nicht vergessen. Dann habe ich auch noch blaue Resistenz, das ist ziemlich gut eigentlich. Kriege noch ein bisschen weniger Schaden. So, und jetzt greifen wir nochmal an. Okay. Ein Problem ist, wenn ich jetzt mit dem Quentin angreife, dann kann er halt wieder irgendwie... Das gefällt mir irgendwie nicht so ganz. Also nee, ich bewege die Schaufel weg. Passt, dann kann ich den Quentin hier hinstellen. Eins, zwei, drei. Ich darf den nicht bewegen. Dann stelle ich das einfach mal vor den Quentin. Ne, nicht ganz so. 1, 2, 3, 4. Dann... Ah ne, vor den Quentin ist er hier. Ich hätte vielleicht den wegschubsen sollen, aber das bin ich mir nicht ganz sicher. Bin ich ein bisschen unsicher. Wie ich es am geschicktesten mache. 3, 4, 5, den kann ich nicht angreifen. Ich kann aber... ich kann meinem Quentin das eine Item kaufen. Das ist glaube ich ganz gut, weil er vielleicht geneigt ist, den anzugreifen. Weil ich glaube, es wird recht schwer für ihn, jemand anders zu töten. Und damit er 3 Leben regeneriert, will er halt schon jemand töten eigentlich. Deswegen, dann kriegt der Quentin auch Rüstung und so. Das ist glaube ich ziemlich gut. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich glaube, ich laufe dann einfach mal hier hin. Ne, hier hin. Ja. Und greife den nochmal an. Und jetzt machen wir das hier an. Und jetzt gehen wir hier hin. Und greifen ihn nochmal. Gibt dann noch 4 Leben. Das ist schon mal ein Anfang. Mal schauen, ob er jetzt viele Leben regenerieren kann. Er hat jetzt noch 4 Geld, er kann hier nochmal 4 Leben kaufen. Wenn er das will. Sieht wohl so aus, ob er das gemacht hat. Ja, dachte ich mir. Jetzt sind er dahin. Ah! Stimmt, er kann hier beide angreifen. Oh, das war nicht so geschickt. Oh, das war gar nicht geschickt.
Wobei, stopp mal, jetzt steht der im Weg. Ja, jetzt steht er dem... Ah, nee. Nee, leider nicht. Kann jetzt hier... Ah, nee, jetzt war nicht so. Hab nicht bedacht, dass er hier kreuzförmig rein angreifen kann. Zwar... Ah, aber er hat minus Reichweite. Kann er gar nicht. Das ist gut. Perfekt. Jetzt kann er sich nur einmal heilen und hat nur einen Quentin getötet, wenn er Glück hat. Ja, schade. Ja, aber jetzt hat er halt nur noch 11 Leben. 11 Leben kann man... 11 Schaden kann man auf jeden Fall machen mit dem Team. Ist nicht so abwegig. Irgendwie 6, 7. Wäre halt nur gut, wenn mit der Schaufel... Ne, die Schaufel bringt irgendwie nichts. Der hat nur 7 AP. Oh, der tötet noch den irgendwo. Natürlich nicht schlecht. Okay. Brauche ich irgendwie einen guten Plan. Also wenn ich jetzt den hier, jetzt kann ich wahrscheinlich nichts oder niemand mehr töten. Also ist vielleicht schon ganz gut, wenn ich einfach den hier angreife. Aber die Frage ist, ich will eigentlich auch kein Item kaufen. Schaufel bringt mir auch nichts. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Mit dem komme ich nicht hin. Deswegen ist, glaube ich, ganz gut, wenn ich dem hier Rüstung gebe, weil das der ist, der am leichtesten stirbt, wenn der da vorne irgendwo rumsteht. Gebe ich dem minus Bewegung? Wahrscheinlich schon, oder? Das was? Ich kann mit dem 1 laufen, dann laufe ich 2, 3 zurück. 2, 3. Ne, es bringt irgendwie nichts. Gefühlt. Ich sammle lieber die Münze. Aber ich kann es mit Henual natürlich nicht hier hinlaufen, weil der hat nur noch... Wie viel Leben? 2. 1, 2, 3, 4. Ich muss wahrscheinlich mit dem Henual einfach hier hinterlaufen. Oder hier stehen bleiben. 1, 2, 3, 2, 3. Ja. Ich muss mit dem Henual 2 zurück, weil ich will nicht, dass er kreuzförmig mehrere Leute von mir angreift. Und hier ist der Henual nur sicher eigentlich. Deswegen muss ich das so machen jetzt. Okay. Jetzt hat er noch 3 Leben und jetzt gehe ich noch 2 zurück. Okay. Und hier kaufe ich jetzt wahrscheinlich. Was kaufe ich denn? Kaufe ich gar nichts. Will ich dieses Item? Ich habe den eh nicht gebufft, das heißt, ich kann mit dem eh nicht so nur 2-mal angreifen. Deswegen sollte ich vielleicht, aber vielleicht übernächste Runde. Die anderen Items werde ich sowieso nicht brauchen. Und 12 Geld wird schwer zu kommen. Ich glaube, ich kaufe es einfach. Das komme ich wahrscheinlich nicht dazu. Jetzt hat er natürlich ein sehr gutes Item bekommen. Und ich kann, was ich nächste Runde machen kann, ist eventuell 4-mal im Nahkampf angreifen. Wenn der zu nah hinkommt. Weil ich vermute mal, er kann eigentlich unmöglich mein Ghett töten. Nachdem er Wasserresistenz hat, ja genau. Deswegen sollte er eigentlich mit dem sehr, sehr schwer Leben regenerieren können. Ja, er kauft jetzt Immun. Jetzt muss ich halt irgendwie
weiß nicht. Ziemlich doof, das ist irgendwie. Aber. Hm. Fünf Leben. Okay. Preis, wenn ich jetzt anfange mit der Faust dann. Ich kann ja mit der Faust. Die Faust, ne? Ich kann halt mit der 7. Ich kann halt nicht mit der Faust angreifen und dem noch buffen, damit der auch noch mit der Faust angreifen kann. Ich sehe, was neutralen Schaden macht. Nein, gibt's nicht. Na, ich kann halt zweimal mit der Faust angreifen. Ist das sinnvoll? Das sind ja halt andere Alternative. Jemand anders töten, ist irgendwie, kommt irgendwie nicht so gut in Frage, muss ich ehrlich sagen. Kritisch macht keinen Sinn mit der Faust, deswegen bräuchte es auch nicht machen. Der hat 8 AP. Kann mir auch nicht 2 AP geben. Ich glaube, meine Strategie ist echt mit der Faust anzugreifen. Und dann hier weg 1, 2, 3, 4 zu laufen. Okay. Dann hauen wir mal mit der... Das ist schon aktiviert, ne? Ja. Ein Schaden. Wenig. Naja. 1. Ne, die Münze kann ich nicht sammeln. Und ich würde schon gern den buffen. Fliege ich da mal ganz hinter. Okay, es hat nicht geklappt. Okay. Ja, 5 Schaden wird gar nicht so leicht. Trotzdem finde ich, habe ja Rüstung immerhin. Und den 3 Leben. Muss ich echt hoffen, dass ich dem... Hat der Rüstung? Nee. Krachler nur blockieren, ne? Ja. Ja, ich glaube, ich muss es einfach versuchen. Das bringt ihm theoretisch gar nichts, wenn ich dem AP gebe. Ich mach's aber dennoch. Wie auch immer. Ich bleibe aber, glaube ich, hier stehen. Da hinten. Da hinten werde ich wahrscheinlich nicht sterben. Oh. Yes. Das hat geklappt. Die Faust. Okay. Also jetzt müssen wir noch 2 GG bekommen. 6 GG. Also kaufen macht wohl wenig Sinn. Ich glaube, wir greifen einfach... Mit der Schaufel komme ich nicht hin, also greife einfach hier so an. Also 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3, 4, also hierhin, dann kann er die nicht angreifen. Das will er eh nicht, oder? Ja, naja, hierhin können wir trotzdem laufen. Jetzt verlieren wir jetzt nicht so viel. Aber wenn er den angreift, ist mir das eigentlich relativ... Ne, ist mir egal. Ne, ist mir glaube ich nicht ganz egal. Jetzt er kann den jetzt eigentlich nicht töten, weil er mit seiner Core nicht hinkommt. Und seine Core kann er sogar ein MP geben, dann langt es immer noch nicht. Also sollte das Spiel wahrscheinlich gelaufen sein. Was hat er jetzt gekauft? Okay. Verdecktes Dreier. Seine Core hat ein 7 Leben Item bekommen. Ja, das verstehe ich irgendwie nicht. Achso, kann den BP buffen. Klar. Ja, aber der hat der Rüstung, deswegen. So, 2. Ich hab
Okay. Will wohl nicht, dass ein Einser von ihm stirbt. Okay. Das hat er aufgegeben. Okay. Ja, wäre auch schwer für ihn geworden, glaube ich. Okay. Schauen wir mal, ob es gelangt hat. Nein, hat noch nicht gelangt. Okay, dann bis später für das nächste Spiel. Ciao, Leute.